Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier heute, habe ich mir Verstärkung geholt, der Marco. Er ist bei uns hier als Aushilfe im Lager tätig. Aber das Tolle am Marco ist, er hat es richtig drauf mit so irgendwelchen, wie soll man sagen, Computerdingen oder elektronischen Dingen richtig, und so weiter. Genau, er ist da wegen der Elektronik-Freak und deswegen ist er unser Thermostat und Hygrostat Insider oder Verantwortliche. Aber wenn die Kunden Fragen haben, dann verweisen wir eigentlich an Marco. Und da wollen wir heute mal die ganzen Thermostate, wollen wir einen groben Überblick geben. Gell? Ja, übergebe ich im Prinzip fast an dich. Wir haben jetzt hier im Prinzip, oder wir haben hier 5 Stück aufgebaut. Ne? Vielleicht kannst du kurz sagen, was ist für was geeignet oder was nehme ich für was? Also das hier ist im Prinzip, kann man den von Reptile Control V3 Pro. Der ist im Prinzip dafür da einfach nur eine Heizung und eine Lampe, 2 Schaltkreise für die Lampe. Also klassische Riesenschlangen-Thermostat, oder wo ich Tag und Nacht heizen will und genau, Licht steuern will, oder? Also Tag und Nacht Temperatur kann man da einstellen und der regelt es dann von selber. Okay, okay. Dann haben wir hier den Thermohygrostat von Reptisu. Der kann quasi Luftfeuchtigkeit und die Temperatur also das gleiche wie der, bloß noch zusätzlich mit einem Hygrostat, also wo ich die Luftfeuchtigkeit steuern kann. Okay. Richtig. Ja. Dann haben wir hier noch von Reptisu den normalen Digitalthermostat mit 3 Ausgängen. Der kann dann halt quasi nachts eine Heizung anschalten und für den Tag. Also jetzt wie zum Beispiel, wenn man ein Echsenterrarium hat, dass man am Tag eine normale UV-Lampe verwendet und an der Nacht halt ein Heatpanel oder so etwas. Okay, also der macht nicht, ich kann da, oder der große Unterschied zu dem, beziehungsweise zu denen zwei ist, dass ich, wenn ich an den Kanal zum Beispiel ein Heatpanel anschließe an einen Kanal, dann kann der nur das Heatpanel über eine bestimmte Zeit steuern. Oder ich kann nicht sagen, mach das Heatpanel am Tag 30 Grad, nachts 25 Grad. Mit den mehreren Ausgängen kann ich nur eine Temperatur eingeben und eine Uhrzeit, oder? Von der Uhrzeit bis der Uhrzeit, die und die Grad. Und die andere, meinetwegen von 8 bis 8, 30 Grad. Und abends um 8 bis am nächsten Morgen um 8 kann er nur ausmachen. Da kann ich ihm nicht sagen, mach tags 30, nachts 30 Grad, nachts 25 Grad. Das geht nicht auf der gleichen Steckdose. Nee, das eben nicht. Also der macht jetzt zum Beispiel auf dem ersten Ausgang, Kanal A, macht der die Tagtemperatur, also zum Beispiel über eine UV-Lampe oder auch am Tag ein Heatpanel und nachts dann, eben wie gesagt, über einen zweiten Kanal. Also ist der erste Kanal nachts aus und dann geht der zweite Kanal nachts zum Beispiel an. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich als Python-Terrarianer kann mit dem weniger anfangen, weil ich will ja mein Heatpanel Tag und Nacht steuern über den gleichen Ausgang. Ich will ja nicht nachts umstecken. Also das kann ich mit dem nicht machen. Das ist dann eher für Echsen, wie du gesagt hast, oder? Ja. Genau. Okay. Und hier unten nochmal von Reptisu, der andere Thermostat, ist von der Funktionsweise im Prinzip gleich wie der V3 Pro, oder? Also die zwei funktionieren gleich. Also klassische Beispiel, ein Kanal für die Lampe, die tags angeht, und der zweite Kanal für die Heizung, die ich Tag und Nacht auf dem gleichen Kanal steuern kann. Okay, und dann hier das Ober-Hightech-Teil. Ja. Und das modernste System hier bei M&S ist das RepGuard. Damit kann man dann quasi alles smart, wie wir es halt heutzutage haben, über Smartphone steuern. Heißt quasi, man installiert die App, bindet das Gerät an oder macht Direktverbindung. 2 Temperatursensoren bzw. Hygrometer und 2 Kameras, wo man anschließen kann dazu noch. Okay, ich hole es gerade mal kurz raus. Also so sieht es aus. Da schließe ich das hier sind Steckdosen, gell? Die Richtig, das sind die Sockel. Die gehen vorne, einmal umklappen. Okay, hier. Ja. Also hier sind dann sind 6 Steckdosen dran. 4 USB-Anschlüsse und das Ganze steuere ich über mein Handy. Also wenn ich in Afrika Pythons jagen gehe und habe das Ding angeschlossen, dann kann ich daheim oder übers Handy steuern, wie warm meine Pythons das daheim haben. Okay.
Also das ist so das Oberheit oder eben Smart Home sozusagen. Das Modernste, was es so momentan gibt. Okay. Gut. Jetzt pass auf, ich denke, wir wollen ja zeigen, wie man die Thermostate einstellt. Ich würde vorschlagen, pass auf, für das Teil brauchen wir wahrscheinlich am längsten, beziehungsweise dann tun wir das separat machen. Machen wir da eine extra Folge drüber, wie man den RepGuard einstellen kann. Und machen heute, stellen den V3 Pro, zeigen wir, wie man den einstellt. Und dann von Reptisu, von der Einstellung her sind die alle gleich, oder? Dann, im Prinzip sind sie alle gleich von der Einstellung. Okay, dann nehmen wir vielleicht den Thermohygrostat und stellen den ein. Also die zwei zeigen wir jetzt, wie man die einstellt, dass ihr das sehen könnt, Schritt für Schritt, wie die Einstellung erfolgt. Wenn ihr euch im Vorfeld entschieden habt, ich will den oder den, könnt ihr überspringen. Wir blenden euch die Zeit unten ein, wo ihr dann wieder einsteigen müsst. Also dann könnt ihr den einen Schritt übergehen, wenn ihr wollt ja, wenn ihr jetzt den Thermostat habt, wollt ihr nicht 5 Minuten lang angucken, wie man den einstellt, könnt ihr überspringen über die Zeitleiste. Vielleicht noch ganz kurz der Unterschied von dem zu dem ist die Technik, oder? Ja, also im Prinzip hat er ein bisschen ein größeres Display und ein bisschen einen Tacken mehr Einstellmöglichkeiten, zum Beispiel. Der Reptisu. Richtig, ja, der Reptisu. Also der hat hier dann quasi. Ja, Okay, sehen wir nachher, okay. Ja, auf jeden Fall kann man da halt die Kanäle noch einzeln mitsteuern, auch für die Heizung dazu noch. Wäre möglich, aber das sehen wir dann gleich. Der Pro als Unterschied zum Pro ist, dass das ein dimmender bzw. pulsierender Thermostat ist. Also wer sich da ein bisschen auskennt, die meisten Thermostate sind ja on-off, ne? Also die schalten ein, wenn die Temperatur hochgehen soll, schalten aus, wenn die Temperatur erreicht ist. Und der Pro ist ein pulsierender, das heißt, der kann volle Pulle geben sozusagen, also ist viel zu kalt, gibt er volle Pulle auf das Heizelement, merkt er, dass die Temperatur fast erreicht ist, fährt er langsam runter und gibt nur noch ein bisschen Strom. Ne? Somit ist also nicht nur on-off, sondern volle Leistung, schwache Leistung sozusagen an dem Heizelement. Dann geht halt ein bisschen die Heizleistung runter. Okay. Lässt man noch Glühbirne gut sein. Gut, legen wir los. Dann haben wir hier unseren Versuchsaufbau. Hier so ein Mini-Nebler als Teil, um die Luftfeuchtigkeit herzustellen, genau. Ja. Hier Lampe mit Birne drin als Heizelement, ne, sieht man schön, wenn das Heizelement angeht. Und hier diese T5-Röhre als Beleuchtung, ne, unsere 3 Sachen. Und dann legen wir los. Ja, machen wir. Dann machen wir hier unser Unboxing, wie sich das so schön nennt auf Neudeutsch. Pack das Teil aus. Und das ist dann quasi das Modell THC09. Das. Okay. THC09, okay. Ich schmeiß mal auf den Boden. Hier ist noch so eine Halterung drin, schmeißen wir weg. Hier sind noch so ebenfalls so Klebehalterungen, braucht man auch nicht. Bedienungsanleitung ist natürlich auch dabei, braucht man auch nicht. Dazu haben wir dich. Die nehmen wir mal noch mit schön raus. Dazu. Okay. Dann können wir das auch dazu zeigen noch. Okay, also hierher. Pass auf, ich stecke ein. Yep. Schon feuert es ab. Kurze Initialisierung und dann kann man das schon einstellen. So, also noch kurz dazu zum Sagen, sobald das Ganze eingestellt ist oder auch davor, könnt ihr hier den kleinen Stift ziehen. Dann ist die Einstellung gespeichert, auch wenn mal der Strom ausfällt. Das ist ganz praktisch, finde ich. Okay, also da ist so eine Batterie drin oder sowas, die das Ding drin hält. Ja? Super, okay. Und in der Anleitung dazu noch steht dann auch drin, wie man sie tauscht. Die Batterie. Richtig, ja. Also die ist hier quasi auf der letzten Seite. Replace the battery, schön bebildert. Okay. Und falls sie mal leer gehen sollte, zum Tauschen. Okay, die dient dazu, dass einfach der Speicher oder das halt bei Stromausfall nicht. Richtig, dass man nicht alles neu einstellen muss. Okay. So, also einmal hier der Hygrometer oder Hygrostat und hier der Thermostat oder Thermometer. Die entsprechend ins Terrarium legen. So, und dann kann man loslegen. Also hier sind die Kanäle. Also müssen wir alles einstecken, oder? Also ja, kann man gleich machen. Okay, kann ich machen. Also Kanal 1
Steht auch gleich die Heat dran, Heat Heizung. oder Cool. Genau, machen wir hier Heizung dran. B ist Timer, das wäre die Das wäre Lampe. die Lampe, stelle ich ein, okay. Okay, Und die geht feuert an. jetzt noch ab, die ist ja noch gar nicht eingestellt. Und die 3 dann den- Luftfeuchtigkeit. Für das Die Regnungsanlage oder. Okay, Und die feuert jetzt auch gleich an. Ne? So, jetzt stellen wir es ein. Zum Einstellen quasi einmal die Mode-Taste drücken. Dann fängt an im Display T oder das T-Zeichen zu blinken. Sobald es blinkt, ist es angesteuert quasi. Und dann kann man in ca. 3 Sekunden auf die Set-Taste. Und T steht für Temperatur, oder? T steht für Time, also Zeit. Ah, Zeit, okay. Also das ist quasi gut. die ganz normale Zeit. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt ist 17 Uhr. Dann stellen wir das Ganze. Also mit den Pfeiltasten könnt ihr das dann einstellen. Wenn wir nur so kleine Sprünge haben, könnt ihr auch drücken. Wenn es längere Sprünge sind, kann man einfach 3 Sekunden die Pfeiltasten halten, in welche Richtung auch immer. Und dann fährt das quasi schnell rum. So, und dann wieder bestätigen mit Set quasi. Dann hat man jetzt die 17 Uhr an der Stunde Zeit. Minute Zeit lassen wir jetzt einfach mal auf 0. Und dann wieder bestätigen mit Set. Gut. Dann sind wir da fertig. Dann, wenn man nochmal auf Set drückt, dann springt er wieder um auf die Zeit, also auf die Stundenzeit. In dem Fall einfach wieder auf Mode. Und dann steht da oben T1. T1 steht quasi für Tageszeit Start. Tageszeit Start machen wir 8. Ja, genau. Ja, 8. Wieder auf Set, halten. Ja. So, dann kommt er wieder ins Menü rein. Lassen wir auf 8.00 und dann wieder auf Mode. Und dann kommen wir zu T2, das wäre dann Tageszeitende. Okay, jetzt würde ich vorschlagen, mach 17 Uhr, dann geht die Lampe aus, dann haben wir die Blendung weg hier. Ne? Ja, also wieder auf Set. Also da wir jetzt 17.03 Uhr haben, ne, dann muss sie jetzt hier ausgehen, wenn wir auf 17 Uhr stellen. Ja. Set, genau. Wieder die Zeit einstellen, bestätigen mit Set, ändern wieder mit Mode. Und dann haben wir die Zeit quasi eingestellt. Dann geht hier ST an. ST steht dafür quasi Temperatur am Tag, also tagsüber. Haben wir jetzt die Lichtzeit auf 17 Uhr gestellt? Nein, wir haben jetzt die Tageszeit eingestellt. Die Tageszeit gilt jetzt quasi nur für Thermo- und Hygrostat. Okay. Also die Lampe steuern wir dann per se mit einer hier, mit einer Kanäleinstellung Okay. und Zeit. Ach so, dann, das heißt bis 17 Uhr ist Tag. Genau, ja. Okay, okay. Und dann so erkennt es das Gerät dann, dass es dann Tag und Nacht Ach so, Betrieb sein okay, soll. jetzt Ja. habe ich es verstanden. Deswegen, dann geht die Lampe erstmal natürlich nicht aus. Okay? Richtig. Ja, Denkfehler von mir. So, dann wieder auf T1. Also dann bringt hier ST1 auf, das heißt quasi Temperatur am Tag. Das kann man dann einstellen ganz normal auch wieder über Set. Haben wir 30 Grad, oder? Genau, die ist sogar standardmäßig auf 30 Grad eingestellt. Also dann fängt die an, die 30 Grad zu blinken, je nach Bedarf umstelle. Und dann können wir quasi die Toleranz einstellen. Das wird jetzt hier am nächsten Punkt nicht angezeigt, aber das ist einfach der nächste weitere Schritt dann. Da kann man jetzt Toleranzen einstellen, ich glaube bis zu 15 Grad. Wir lassen es mal bei 1 Grad oder so. Was heißt 1 Grad Toleranz? Also wenn jetzt, wenn wir 29 Grad haben, ist er innerhalb der Toleranz oder 31 Genau, Grad. ja. Also wenn 1 Grad plus minus. Genau, 1 Grad plus minus. Und dann schaltet er an oder aus? Dann schaltet er an oder aus. Also man Okay. lässt ihm quasi noch ein paar Grad Okay. Schonung. Aha, aber das also relativ klein machen, die Toleranz, weil wir wollen es ja relativ genau Ja, haben. genau. Also ja. maximal 1 Also Grad umso würde ich kleiner man empfehlen. sie stellt, umso genauer wird das Ganze dann. Genau. Gut, dann bestätigen wir das Ganze wieder mit Z. Und dann fragt er uns hier nach H und das kann man auch umstellen auf C. Steht für Heat oder Cool, also heizen oder kühlen. Aber ich denke, für unsere Anwendung ist Heat, also heizen, die. Also ganz wichtiger Punkt mit dem H und C, Heat und Cool. Wir wollen heizen in unseren Terrarien. Ich hatte schon Kunden, die hatten es auf Coolen stehen und haben sich gewundert, dass die Steuerung nicht geht. Also Leute, passt auf, muss auf H wie heizen stehen, sonst funktioniert das ganze Prinzip nicht. Richtig, ja. Das Ganze bestätigen wir wieder mit Set und Mode. Und dann kommen wir oben zu ST2. ST2 steht dann quasi für die Nachttemperatur. Das ist dann quasi die Differenz nach
T2 und vor T1, also die Zeit, wo wir Tag eingestellt haben. Okay, also wenn wir haben vorher T2 17 Uhr eingestellt. Von 8 bis 17. Von 8 bis 17, das heißt bei T2 ab 17 Uhr schaltet er auf Nacht. Schaltet er auf Nachtbetrieb um. Okay. Ja. Und dann halt bis morgens um 8. Also jetzt sind wir im Prinzip dann im Nachtrhythmus schon, ne? Genau, ja. Wieder bestätigen oder ansteuern mit Set. Beim Set, dann blinkt es wieder. Jetzt können wir die Nachttemperatur einstellen. Was sagen wir, Königsblütern? 26 Grad. Oder machst du 27, ja. Jo. Also wieder bestätigen mit Set, sobald ihr es eingestellt habt. Dann hier wieder die Toleranz. Können wir wieder auf 1 lassen. Umso genauer, umso besser. Und dann wieder mit Set 1 weiter. Dann kommen wir wieder zum Menüpunkt H oder C. Für Heat oder Cool. Dann lassen wir es wieder auf H fürs Heizen. Das Ganze bestätigen wir wieder mit Set und dann kommen wir wieder zum Anfang. Dann können wir weitergehen mit Mode. Jetzt kommen wir quasi ins Menü von SH. SH heißt so viel wie Luftfeuchtigkeit tagsüber. Also SH1 wäre das dann. Das kann man jetzt auch variabel einstellen, wieder über Set. So, dann machen wir eine Luftfeuchtigkeit von am Tag. Mach sie niedrig, dann hört das Ding hier auf. Mach 20, also theoretisch, wir wollen, also liebe Gemeinde, wir wollen 80 oder so, aber jetzt lasst uns weniger machen, dann hört der Nebler hier auf. Probieren wir mit 20, ob er dann aufhört. Der wird jetzt noch nicht aufhören, denke ich. Aber jetzt machen wir mal 20 runter. Wir haben jetzt gerade 47 hier bei uns. Ja, dann kannst du sogar 40 machen. Dann. Jetzt machen wir mal 20, jetzt bin ich schon da. Wieder bestätigen mit Set. Und dann fragt er uns wieder nach einer Toleranz. Wie gesagt, wir können es wieder auf 1 stellen, dann ist es am genauesten. Wieder einstellen mit Set. Und sobald es wieder auf 20% kommt, wo ihr vorhin wart, könnt ihr wieder mit Mode. Dann kommt ihr auf die zweite. Also quasi für die Nachtzeit dann. Wo wir jetzt sind, genau. Genau, ja. Selbe Prinzip. Set halten. Dann kommen wir ins Menü. Machen wir wieder 20. Machen wir. Also wenn es schneller gehen soll, einfach die Pfeiltasten halten, dann fährt er schneller runter. So, 20. Set bestätigen. Dann die Toleranz. Machen wir wieder auf 1. Set einstellen. Rüber. So, dann kommen wir in den Menüpunkt von A, B und C. Das sind quasi die einzelnen Kanäle hier. Es ist möglich, mit dem Gerät quasi Kanal A, B und C nochmal extra Zeit zu steuern. Aber ich würde sagen, Kanal A für die Heizung, der temperiert es dann so oder so übers Thermostat, würde ich es also quasi so lassen. Bei 0 bis 0. Okay. Ja, wollen wir nicht. Also, dass er dann nur, man könnte sagen, der soll jetzt nur 12 Stunden am Tag da regeln oder sowas, was ja Quatsch ist. Ne? Als Terrarianer will man es ja 24 Stunden geregelt, also machen wir immer 0 bis 0. Richtig, weil wenn wir es jetzt zum Beispiel einstellen zu 8 bis 23 Uhr oder so, dann regelt er auch wirklich nur ab 8 bis 23 Uhr. Das dazwischen interessiert ihn dann nicht. Okay, wollen wir nicht. Also gut. Also für uns als Terrarianer eigentlich unnötig, diese Funktion, oder? Richtig, so ja. Sagen. Also es ist nett, dass es so eine Funktion gibt, aber im Prinzip nicht zu gebrauchen für uns, für unsere Anwendung. So, falls man es doch braucht, aus irgendwelchen Gründen, kann man die ganze Sache 8-mal schalten. Also 4-mal an, 4-mal aus. Okay. Zu 4 verschiedenen Zeiten. So, wenn wir da nichts brauchen, einfach weiter tippen mit Mode. Dann kommen wir zum Kanal B, das wäre dann die Lampe. Die schalten wir von, wie viel haben wir jetzt? Also erst wieder bestätigen mit Z. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wir haben doch der Lampe gesagt, oder wir haben doch gesagt, Tag ist von 8 bis 17 Uhr. Richtig, Wieso ist die Lampe dann noch an? Weil die Lampe, die steuert ja nicht über die Tag-Nacht-Zeit vom Thermostat. Tag-Nacht ist, wann die Temperatur genau, ist. Ja. Okay, jetzt. Weil die Lampe, die steuern wir dann wieder separat über den Kanal. Da brauchen wir den Kanal, okay. Richtig. Ja. So, Set-Taste halten, dann kommt er wieder ins Menü. Machen wir jetzt von mir aus 9 Uhr. Dann könnt ihr das mit Z weiter tippen. Dann kommt er auf Nummer 2. Nummer 2 heißt quasi ausschalten. Okay. Und 3 heißt dann wieder anschalten, wenn man so will. Brauchen wir nicht. Machen wir 2, 17 Uhr. Richtig. So, 17 Uhr. Ne, machen wir 16 Uhr, dann ist er raus. Weiter tippen mit Z. Und dann könnten wir jetzt quasi wieder die dritte Uhrzeit einstellen. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir nicht. Also gehen wir weiter mit Mode.
C wäre dann der Ding, der Okay. Jetzt geht Hygrostat. aber die Lampe immer noch nicht aus. Das kommt gleich, da musst du das alles Okay. einarbeiten und dann bestätigen wir das. Okay, gut. Ähm, Weil der Der- Hygrostat, den hat er schon gecheckt, der ging jetzt hier aus vorher, ne? der Hygrostat, der läuft ja auch gleich mit dem Thermostat quasi. Aber man könnte jetzt genau das gleiche machen wie mit der Heizung quasi, dass man die extra schaltet. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will nachts keine Regenanlage laufen lassen Okay, oder so. verstehe ich. Aha. Okay, wenn wir es haben, weiter bestätigt mit Maut und schon ist eingestellt. Und jetzt hat er ausgemacht. Okay. Richtig. Was wir jetzt die ganze Zeit nicht hatten, wir hatten unser Heizelement aus. Das müssen wir jetzt anmachen. Also da geht es an. Wir haben ja gesagt, was 25 Grad haben wir, glaube ich, gesagt, gell, jetzt in der Nacht. Ja, Und da wir hier auf dem Tisch keine 25 Grad haben, haben wir 22. haben wir 22, genau zeigt er da an, richtig die Temperatur. Jetzt können wir mal noch spaßeshalber hingehen. Tun wir mal den Fühler, machen wir es mal ganz brutal, halten wir mal den Fühler zumindest direkt vor die Birne. Lässt die Temperatur relativ schnell hochgehen. Kleine Der braucht immer so ein paar Sekunden zum Aktualisieren. paar Sekunden, okay. Jetzt springt er sogar schon auf 28 Grad, genau, Lampe geht aus, Lampe nachts geht haben wir aus, ja. 25, also wir haben nicht richtig ein. Also es stimmt alles, ne? Der Nebler ist aus, wir wollten ja, was haben wir gesagt, 30%, wir haben 45, also ist der Nebler aus, Lampe Richtig, ist ja. aus, weil Nacht ist, Heizung ist aus, weil wir 28 Grad haben. Wenn wir den jetzt abkühlen, muss die Müsste die Lampe Lampe wieder angehen, bzw. das Heizelement wieder angehen. Also gutes Teil, denke ich, hat wirklich Auf jeden Fall alles, steuert alles so, wie man es will. hochwertig und auf jeden Fall auch präzise. Genau. Also falls die gesamte Einstellerei ein bisschen zu kompliziert wird, hier ist dann nochmal in der Anleitung, wo beiliegt, quasi die Modelltabelle. Da steht dann quasi für was welche Anzeige steht. Also ST1 zum Beispiel für Tageszeitstart und ST2 für Tageszeitende. Also das war so abruft, okay. Genau, quasi. Und vom ja. Prinzip sind die Reptisu, also wir haben ja 3 verschiedene Reptisu, wo Ja. wir gerade gesehen haben, haben alle das gleiche Prinzip Richtig, mit Mode und Set. Und von dem her kann man das völlig Ja. Also übertragen, einfach oder? intuitiv durchklicken mit Mode, mit Set einstellen, mit Mode weiter. Also Okay, eigentlich kann man es, wenn man die Anleitung und die Tabelle neben dran hat, nicht falsch machen. tipptopp. So, jetzt haben wir hier quasi den Reptile Control V3 Pro. Das ist das Thermostat, wo man dann quasi dimmend Temperatur hoch und runter fahren kann. Mhm. Der also mehr oder weniger noch kleine Ticke genauer ist sozusagen. Genau, ja. Okay. So, schauen wir bitte mal auf. Eigentlich auch ganz nett aus. Ein bisschen handlicher. Hier mit Anleitung. Genau. Anleitung einmal Deutsch, einmal Englisch. Hier einstecken. glaub Genau, ich. ja. Man natürlich Doppelt verknotet. besser vorbereiten können. So. So, Stecken wir gleich ein, oder? richtig machen wir. Kanal 1 ist Heizung. Also das ist die 1. der hier. Und Und Kanal 2 ist Licht. Licht, genau. Okay, So. da ist noch alles aus bis jetzt. Bis jetzt ist alles aus. Der Unterschied von dem Reptile Control ist, dass dieser hier, der hat noch einen kleinen Alarmpiepser drin. Alarmfunktion. Mhm. Ja, den kann man aber auch ausschalten, falls man das nicht möchte. Wie kann man ausschalten? Schalten vielleicht gleich mal aus. Quasi einfach mal die 2 Tasten hier, also hoch und runter Hoch- und gleichzeitig halten. Runtertaste gleichzeitig. Dann kommt er in AL. AL heißt Alarm, okay. AL heißt Alarm und NO oder N0 heißt dann alles aus. Keine Alles Alarmglocken. aus, okay. Passt Also alles. machen wir den Alarm Bestätigen aus. das dann wieder nervt mit der uns Z. nicht. Okay. Gut. Also intuitiv einfach die Set-Taste halten, bis man ins erste Menü kommt. Das ist dann jetzt quasi die Zeit oder die Temperatur für einen Tag. Das seht ihr daran, dass die Temperaturanzeige leuchtet und gleichzeitig die Sonne für Tag. Ich stelle mal ein auf 30. 30. Taste hochhalten oder runterhalten, damit es schneller geht.
Und dann bestätigen wir es wieder mit Z. Das gleiche machen wir jetzt mit Nacht, also quasi Zeit leuchtet und der Mond leuchtet für die Nachttemperatur. Machen wir 27. 27, halten, er fährt hoch. Dann sind wir bei 27, bestätigen wieder mit Z. So, dann kommen wir auf die Toleranz. Haben wir auch hier. Machen wir auch wieder möglichst klein. Richtig. Also machen wir 1 Grad wieder oder ein halbes Grad. Den kann man, glaube ich, sogar auch auf 0 Grad. Das ist dann quasi die Toleranz hier, zeigt eher mehr oder weniger den Alarm an. Okay. Den haben wir so oder so nicht eingestellt, also ist eigentlich auch wurscht. Achso, das ist die Toleranz, wo der Alarm dann, Wo dann der Alarm losgeht. hoch geht, hoch, Okay. 2 Grad oder runter 2 Grad. Okay. So, dann kommen wir hier zum L1 und in dem Fall auch L2. Also L1 ist der Kreis nur für die Lampe. L1 und L2 kann man einstellen für 2 Zeiten. Sagen wir, die Lampe geht an Von 8 bis 18 Uhr. von 8 bis 18 Uhr. Dann stellt ihr ein L1 und da oben blinkt dann auch From auch, also From, von. Dann tippt er das weiter und dann kommt ihr zu To, also bis 20 Uhr 18 Uhr. oder 18 Uhr. Und dann auch wieder so mit der Taste halten, damit das Ganze ein bisschen beschleunigt wird. Und dann bestätigen wir das mit Z. Dann switcht er um zu L2. L2 heißt dann quasi die zweite Zeitsteuerung. Also wenn man jetzt zweites Mal die Lampe anmachen möchte. Okay, also man könnte zum Beispiel, wenn man mittags Ruhe machen will, man könnte von 8 bis 12 als L1 und dann von 2 bis abends um 8 als zweite Richtig, Temperatur ja. machen. Okay. Richtig. Also eigentlich brauchen die meisten Terrarianer wahrscheinlich nicht, weil wir einfach sagen, den ganzen Tag Lampe an. Richtig, ja. Okay. Die geht jetzt so an, ne? Wir haben jetzt 17 Uhr, wir haben 18 Uhr eingestellt, deswegen brennt die Tageslampe jetzt Richtig, auch. ja. So, wenn ihr also quasi den zweiten Schaltgang nicht wollt, also ein zweites Mal die Lampe anschalten, Ja. dann ist das egal, was ihr für eine Uhrzeit eingebt. Wir sagen jetzt, wir machen jetzt auch hier 20:15 Uhr oder 17 bei From. Und das gleiche machen wir dann auch bei To. Also quasi From und To die gleiche Uhrzeit. Zeit, okay. Dementsprechend tut das Gerät dann sagen, der Schaltkreis ist ausgeschaltet. Okay. Also die Zeitsteuerung gibt es nicht. Okay. So, dann kommt er jetzt hier zum ganz normalen Zeitanstellen, wie viel Uhr wir jetzt haben. Ich glaube 17:39, 17:30 haben wir jetzt, ja, passt, genau. Ja, das ist schon drin sogar. Das seht ihr daran, die kleine Uhr nebendran blinkt für die Echtzeit. Das bestätigt er auch wieder mit Z und stellt es ein. So, dann kommen wir mal zur Tageszeitstart. Das sehen wir quasi daran, die Uhr leuchtet und die Sonne leuchtet. Okay, Tageszeitstart für die Heizung. Richtig, also hat mit ja. dem Licht nichts zu tun, sondern mit der Heizung. Okay. Richtig, ja. Da stellen wir ein von 8. Tag Start. Und dann switcht er, also Minuten könnt ihr auch noch einstellen. Und dann switcht er quasi rum zum Mond mit der Uhr. Das wäre dann quasi Start Abend, also Nacht. Ab wann es Nacht wird, okay, Richtig. machen wir 18 Uhr, haben wir gesagt. 18 Uhr. Dann bestätigt er das wieder mit Z. Und schon ist das Gerät eingestellt und sollte soweit funktionieren. Okay. Noch ganz kurz, wir haben jetzt den Alarm ausgeschaltet und haben die Alarmtoleranz auf 0 gemacht. Wenn jemand den Alarm anhat, ist natürlich besser, er nimmt eine hohe Toleranz, 4, 5 Richtig, Grad, weil sonst hat er laufend den Alarm an. Ne? Richtig, ja. Ja, also Alarm ausschalten, dann könnt ihr kleine Toleranz, oder ist eigentlich dann egal. Ja. Aber wenn ihr den Alarm benutzt, dann macht am besten 3, 4, 5 Grad, weil sonst jedes Mal, wenn der von Tag auf Nacht zum Beispiel schaltet und die paar Grad ja nicht stimmen, Ja. dann gibt er so lang Alarm, bis die Temperatur erreicht Richtig. ist, oder? Ja. Okay. Also er macht auch also wenn man den Alarm hört und man sagt, okay, er soll schon heizen, der macht es dann auch und man will einfach den Alarm ausschalten, dann reicht ein Tastendruck auf irgendeine Taste, dann geht er auch aus. Okay, aber nur für den Moment Nur und für am den Abend Moment, geht richtig, der Alarm wieder los. Okay, was man auch noch vielleicht schön zeigen kann, ich habe es hier die ganze Zeit beobachtet, es ist ja dimmend, ne? Also jetzt haben wir 23,5 Grad, wir haben jetzt Tag, er soll 30 haben, das heißt, er gibt hier bei dem Heizelement, ne, die Lampe ist ja das Heizelement, gibt er volle Pulle. Richtig. Ganz am Anfang war er nur ein bisschen an. Jetzt halte ich mal den Fühler vor die Lampe, ne, da merkt er gleich hier 29, jetzt hat er 30 Grad.
Jetzt geht das Heizelement, jetzt seht ihr, jetzt fährt es runter bis ganz aus. Ne? 35 Grad ist die Heizung natürlich völlig aus. Ne? Langsam, die geht nicht zack aus wie die anderen. Aber hier der Test, also reagiert dann direkt und schaltet die Heizung aus. Ja. Also auch ein toller Thermostat, Richtig, wirklich auf jeden Fall. gutes Teil und vom Einstellen her, nicht super schwer, wenn man leicht. weiß, wie es geht. Ja, super Einführung, Marco. Herzlichen Dank. Auch wenn das geht natürlich lang, bis wir es alles gezeigt haben, müssen wir durch. Aber dann wissen wir jetzt, wie es geht. Ein wichtiger Punkt noch, der Thermostat Pro, den wir jetzt am Schluss gezeigt haben, geht nicht für Elsteinstrahler. Das funktioniert nicht miteinander. Dieses dimmende, pulsierende, das vertragt der Elsteinstrahler nicht. Also es gibt den normalen Thermostat, der ist sogar 10 Euro billiger. Ja. Den kann man für die Elsteinstrahler verwenden. Diese Pro-Version geht nur für Heatpanels oder Glühbirnen oder andere Lampen, aber nicht für Elsteinstrahler. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, nochmal herzlichen Dank. Guck, jetzt geht er wieder langsam an. Jetzt sind wir bei 30 Grad. Heizt er wieder los. Herzlichen Dank und bleibt uns treu und checkt die Thermostate.